Hey Leute, was geht ab? Heute mit einem neuen Video, und zwar geht es um den Wechsel des RDKS-Sensors. Der hier ist jetzt nach 8 Jahren defekt, beziehungsweise Batterie ist leer gegangen und die kann man ja nicht wieder neu aufladen. Und ich habe im Internet 4 neue Sensoren gekauft, werde allerdings erstmal nur einen wechseln. Worauf ihr achten müsst bei dem Neukauf ist, ihr müsst schauen, ob der Sensor auch bereits vorprogrammiert ist. Es gibt vorprogrammierte Sensoren oder es gibt Universalsensoren. Auf meinem Kanal hatte ich mal ein Video gehabt mit einem Programmiergerät. Der Unterschied zu dem Anlanggerät ist, dass man mit dem Programmiergerät Universalsensoren auf verschiedene Automodelle vorprogrammieren kann. In diesem Video wird der Fokus auf den Wechsel des Sensors liegen und nicht auf den Aushebeln des Reifens. Bin eigentlich auch kein Fan von Geräten, die man dann selbst hier nutzen kann, weil ihr könnt auch den Reifen beschädigen und das kann auch auf jeden Fall sehr gefährlich werden. An sich für den Wechsel des Sensors braucht ihr einen Imbusschlüssel für den RDKS-Sensor selbst. Ich habe hier so eine elektrische Luftpumpe. Davon werde ich den Schlauch, der sich hier befindet, einfach an den Reifen anschließen, damit Luft entweicht. Und wenn ich dann wieder Luft brauche, werde ich den elektrisch aufpumpen. So, jetzt warten wir ein paar Minuten. So, um euch mal zu demonstrieren, wie leicht dieses Hebelwerkzeug ist und wie der Sensor von innen aussieht. Ich habe jetzt nicht direkt am Sensor, sondern leicht versetzt am Sensor reingedrückt, um den Sensor selbst nicht zu beschädigen. Und ich kann jetzt mit einer Hand quasi runterdrücken und ihr seht, der Sensor, der liegt genau so und den will ich jetzt erstmal rausschrauben. Links der alte Sensor, rechts mein neuer, sehen quasi identisch aus. Der alte, der ist irgendwie made in UK und von der Marke Schrader, steht irgendwo da in der Mitte. Schrader Electronics. Ich weiß gar nicht, was der für eine Marke hat, aber der war ziemlich günstig und ja, von der Größe her, vom Aufbau her 1:1 gleich. So, um euch mal zu demonstrieren, wie das von innen aussieht, weil es etwas schwierig ist jetzt aufzunehmen, während ich das reinmache. Also als erstes natürlich mit Bremsenreiniger die Stellen reinigen, an dem der Sensor durchfließt. Und das sind so zwei Teile. Ne, also ich zeige euch mal, wie das aussieht. So liegt der Sensor drin. Wir werden das beides auseinanderschrauben. Der hier kommt von innen an das Loch rein. Und wir schieben dann durch und der Sensor selbst wird dann von innen hier reingeschraubt. Dann müssen wir ihn hier zudrehen, feste zudrehen und dann kommt der Reifen einfach drauf und wir werden wieder Luft reinpumpen. Das war's. Wie gesagt, den Schlauch hier von innen hochdrücken. Ich habe auch WD-40 genutzt, damit er ein bisschen fluffiger wird. Und meinen Handschuh habe ich als Schutz genutzt, damit ich dann ihn mit einer Zange dann nach oben ziehen kann, bis er irritiert. Jetzt kommt nur noch Luft rein und dann war's das.